Lukas Heitzmann aus Großbritannien. Lukas Heitzmann aus Großbritannien. Lukas, herzlich willkommen hier bei uns. Danke. Ja, wir sind wieder bei Bernhard. Du legst los in dieser Runde. Aber auch hier, ne, extra aus Großbritannien nach Hamburg gekommen. Da muss es einen guten Grund geben. Ja, Geschichte ist wieder ausgeblendet. Wir starten in die erste Raterunde. Der Ratehinweis lautet, der Junge musste mal an die frische Luft. Hello, Lukas. Nein, hallo. Suchen wir ein Hobby von dir? Nein. Suchen wir ein besonderes Ereignis, was dir widerfahren ist? Dieses Ereignis, hat das in Großbritannien stattgefunden? Nein. Hat das in Deutschland stattgefunden? Nein. Ist es wichtig, wo es stattgefunden hat? Ja. Okay, in Europa? Nein. In Afrika? Nein. Amerika? Nein. Asien? Nein. Antarktis? Nein. Australien? Nein. Polynesien? Nein. Sehr gut, Lukas. Sehr gut. Ganz stark. Okay. Hat es auf dem Meer stattgefunden? Ja. Ja. Atlantik? Ja. Auf dem Atlantik. War das auf einem Schiff? Nein. Nein. Nicht auf einem Schiff Atlantik. So, bitte. Die ersten 200 Euro, Jetzt, Lukas. ja. So. Über Kontinent. Hat das was mit, lieber Lukas, guten Abend, mit Tauchen zu tun? Nein. Warst du bei dieser Geschichte, nach der wir suchen, in Gefahr, in Lebensgefahr? Ja. Nein. Das war, Nein. einigt euch. Ja, Ja. Ja. Das heißt aber, du musstest an die frische Luft, weil die frische Luft die Rettung war. Du musstest musstest atmen. So ist der, Ja, du musstest atmen, ja, aber... okay, also wir suchen nach einem Ereignis, wo du nur zum Teil in Gefahr warst. Bist du geschwommen? Nein. Du warst auf einem Boot? Nein? Ja. Auf einem Boot warst du doch. Okay, du warst auf einem Boot. War das ein Ozeanriese, ein Kreuzfahrtschiff? Nein. War es ein Frachter? Nein. War es ein Militär, also ein Kriegsschiff? Nein. Ein Ruderboot? Ja. Ein Ruderboot. 400 Euro. Oh. Sie sind mit einem Ruderboot durch den Atlantik gepaddelt. Ja. Sie haben den Weltrekord, weil Sie durch den Atlantik gepaddelt sind. Und zwar mehrere Stunden, Ja. mehr als 12, Ja. mehr als 20, Ja. mehrere Tage, Ja. mehr als eine Woche, Ja. mehr als einen Monat. Ja. Boah, ey, mehr als ein Vierteljahr? Nein. Nein, also 2 Monate? Ja. Sie sind 2 Monate mit einem Paddelboot durch den Atlantik gepaddelt. Ja. Ja, wobei das stimmt wiederum nicht. Wir müssen jetzt genau sein. Genau. Ja. Nicht, Sie haben das Da auch muss mal ich jetzt auf gezogen. Konzentration drängen. 600 Euro. Lukas. Ich muss das jetzt wieder einfangen, Vincent. Dankeschön. Lukas, Sie haben als erster Mensch sind von Kontinent zu Kontinent gereist auf einem Ruderboot. Und damit haben Sie den Weltrekord für die längste zurückgelegte Strecke in einem Ruderboot aufgestellt. Nein. Von Kontinent zu Kontinent, aber richtig. Ja. Und was fehlt dann noch an der Aussage? Sie sind von Kontinent zu Kontinent mit einem Ruderboot haben den kompletten Atlantik durchquert. Ja. Aber das ist jetzt ja noch nicht unglaublich. Ich finde das schon ganz schön unglaublich. Alleine mit einem Ein-Mann, also suchen wir das Boot. War es ein Kajak? Nein. Das heißt, du hast ja gerade schon ein Boot genannt. Ein Ruderboot, ja. Aber es gibt ja große Ruderboote mit 6 Männern, mit 10 Männern. Ist aber oder dann auch kein Kajak. ein Einzel, sie sind alleine gerudert. Ja. Also das ist ja das ist doch das Unglaubliche daran. Oder Ja, nicht? unglaublich, aber noch nicht genug. 800? Es ist nicht genug, 2 Monate lang den Atlantik zu überqueren, alleine auf einem Ruderboot. Hey, wir sind kaum zu glauben hier, ja? Das Der ist schon wieder weg? nicht kaum zu glauben, Kids oder so, das ist kaum zu glauben. Müssen wir die Boje kennen, wo er losgefahren ist? Nee, das haben wir ja alles schon. Die Boje.
Aber wahrscheinlich hat er einfach den Weltrekord, die schnellste Atlantiküberquerung im Ruderboot. Er ist der einzige Weltrekordler ohne Wettbewerber. Also den Atlantik überqueren im Ruderboot, das ist so ein Standardding. Das macht der Kai jeden Morgen vor der Show, klar. bevor er zur Arbeit geht. Aber Er hat jemanden dabei gehabt, Rekord? eine Katze oder einen Hund. Das kommt immer gut. es gibt auf jeden Fall schöne Bilder. Und er kratzt Eis. kratzt bei Eis? Grönland, vorne auf seinem Boot. Richtig. So, Bernhard, was könnte die Besonderheit das ist sein? Also die noch du bist Weltrekordhalter, du hast die schnellste Atlantiküberquerung im Ruderboot geschafft. Nein. Hubertus, Nein. was ist die Besonderheit, die wir suchen? Du hast den Atlantik überquert in einem Boot, einem Ruderboot. Ja. Und Alleine. Und komm. Und es? Und Es hat geklappt. und hast was kann das mit der Ernährung zu tun haben? Hat er irgendwas Besonderes? und hat Zwischendurch strikt seinen Ernährungsplan verfolgt. Und hast das ohne Pause geschafft und ohne Zwischenlandung und ohne Zwischenstopp und ohne fremde Hilfe und ohne Ruderboot und was Alles richtig, aber es ist nicht die Lösung. Stefanie? Ja, okay, also das... hat keine Ruder gehabt. Ja, er hat nur seine Arme gehabt. Das Boot vielleicht was Besonderes. Hat keine Das könnte hat sein, nichts, vielleicht was ein klassisches Ruderboot. Ihr Vielleicht kriegt ist auf es jeden Fall kein Eis mehr in der Vielleicht nächsten ist es Sendung. Das sage ich euch. ein sehr altes Ruderboot. Es war ein Loch im Boot. Ein Nein. Lochboot. Vincent, Er war 9 Jahre alt. du bist nicht mehr dran. Du. Vincent. Was kann man denn da noch machen? Lukas war der Junge, musste man in die frische Luft. Lukas war der jüngste Mann, der jemals den Atlantik auf einem Ruderboot überquert hat von Kontinent zu Kontinent. Halleluja. Das ist richtig! Mann, ihr seid aber auch genau heute. Ja, klar, das ist ja das Spezielle und Besondere jetzt in diesem Falle. Wir haben sogar herausgefunden, wie lange das war. Ja, aber nicht ganz genau wie lange. Wie viele Tage waren es? 59 Tage. 59 Tage allein in einem Ruderboot. Ja, spektakulär. Und klar, in 59 Tagen, wenn man da den Atlantik überquert, da erlebt man so einiges. Dieser junge Österreicher aus Swansea in Wales, Großbritannien, fühlt sich auf dem Wasser pudelwohl. Aber wenn's drauf ankommt, zieht er richtig durch. Ich habe mit 18 Jahren als jüngster Mensch der Welt ganz alleine in ein Ruderboot den Atlantik überquert. Lukas Heitzmann ist kein geborener Profisportler. Er leidet unter Legasthenie, hat's in der Schule nicht leicht. Nach seinem Abschluss steht die Welt voller Fragen. Ich wollte dann den nächsten Abenteuer suchen und habe Crazy Things to Do gegoogelt. Und ganz am Ende der Liste war dieser über dem Atlantik rudern. Und habe mir gedacht, das ist mein nächstes Abenteuer. Kaum zu glauben. Nach nur 5 Monaten Vorbereitung, statt bis zu 4 Jahren, stehen der 18-Jährige und sein Fiberglas-Hochseeruderboot Ende 2018 am Hafen von San Sebastian auf der kanarischen Insel La Gomera. Start für die 4.800 Kilometer lange Atlantiküberquerung. Es war so ein Challenge, wo ich mir dann sagen könnte, okay, ja, ich bin vielleicht Legastheniker, aber ich kann viele andere Dinge. Und das war dann der größte Motivation. Bis zu 16 Stunden Rudern pro Tag. Dazu körperliche und mentale Anstrengungen. Größte Herausforderung, die Einsamkeit. 2 Monate alleine sein, auch ohne Musik, ohne Fernsehen, ohne irgendeine Stimme, das kann man einfach so am Land nicht machen. Wenn man 2 Monate einfach alleine mit deinen Gedanken ist. All das aber lässt ihn über sich hinauswachsen. Es ist eine Situation, wo man keine Hilfe hat. Und da kann man sehr viel lernen über sich selber und über das Leben. Und das war der Grund, wieso ich das alleine machen wollte. Nach 59 Tagen, 8 Stunden und 22 Minuten erreicht er nach fast 5000 Kilometern Antigua in der Karibik. Und hat gleich 2 Rekorde in der Tasche. Der jüngste und schnellste Solo-Atlantik-Überquerer.
ich habe keine Erfahrung gehabt mit Ocean Rowing und trotzdem habe ich es geschafft. Ein echter Abenteurer, Lukas Heitzmann. Hast du irgendwann auf dem Weg mal jemanden getroffen? Gab es irgendeinen Kontakt? Nur ein paar Containerschiffe und ein Schiff mit einem großen Rolling Stones Segel. Oh, okay. Sonst keine. Okay. Und du hast eine Uhr dabei gehabt, klar, aber du musst ja auch zwischendurch mal schlafen. Also wie geht das? Wie funktioniert das alles? Ja, nicht so fein oder einfach. Ja, also ich habe 2 Stunden gerudert und 2 Stunden geschlafen. Okay. Und dann habe meine Routine geändert, dass ich dann länger während dem Tag gerudert habe. Und habe insgesamt alle 24 Stunden so 6 Stunden Maximum geschlafen. Und was passiert in den 2 Stunden, wenn du dann schläfst oder überhaupt in der Zeit, wenn du schläfst? Dann treibt das Boot einfach weiter? Genau, das treibt aber leider nicht weit. Also da muss man alles selber machen. Oder manchmal steht man auf und man ist weiter hinten. Und ja, das kann ja auch passieren, ne? Dass du quasi in die Gegenrichtung wieder zurückgetrieben wirst. Genau, ne? ja. Wie ist das mit Essen? So Astronautenfutter. Dehydriertes Essen, das schmeckt gar nicht gut. Also Okay. da war der Eis sicher besser. Und sonst ein fliegender Fisch habe ich auch gegessen, Sushi-Style. Und sonst nicht viel. Also ich habe 10 Kilo Gewicht verloren. Wow, Wahnsinn. Und wenn man nach 2 Monaten plötzlich wieder in die Zivilisation zurückkommt, was ist das Erste? Was hast du als allererstes gemacht? Also das erste mit 18 Jahren war Footgen in Antigua. Und sonst einen richtigen Burger essen und nicht nur so ein schleimiges. Okay. Gab es irgendwann mal einen Moment unterwegs im Ruderboot, wo du gedacht hast, jetzt geht's nicht weiter? Ein paar. Also da ist mein Wassermacher kaputt gegangen am 2. Tag. Also da habe ich dann 10 Tage lang mit die Handpumpe Wasser rauspumpen müssen. Da hat man mehr rausgeschwitzt als Wasser gemacht. Das habe ich dann am 10. Tag wieder repariert. Und sonst zwei Ruder waren weg. Also eins ist verloren gegangen und eins ist gebrochen. Mein Finger habe ich mir fast abgeschnitten. Das war nicht so fein. Und sonst große Wellen, Stürme, Tiere. Ja. Was war der gefährlichste Moment? Da war ein Tag, wo da ganz große Wellen waren. Also die waren 10 bis 15 Meter groß, also ziemlich groß. Da habe ich mich sehr klein gefühlt, mitten vom Atlantik. Ja. Aber du hast es geschafft und sicherlich spannende Erfahrungen gemacht, die dich für dein Leben geprägt haben. Ja. Bei uns sind es heute 800 € geworden. Danke. Du wirst gut was damit anzufangen wissen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Vielen Dank. Herzlichen Dank für den Besuch, Lukas Heitzmann. Danke.